Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Heute ist es endlich soweit. Ich werde Lauras Eltern fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass ich sie heiraten möchte. Heute ist es endlich soweit. Ich werde Lauras Eltern fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass ich sie heiraten möchte. Wir sind erst seit 4 Jahren zusammen, aber ich kann mir keine bessere Freundin als sie vorstellen. Ich möchte den Rest meines Lebens mit ihr verbringen. Wir sind erst seit 4 Jahren zusammen, aber ich kann mir keine bessere Freundin als sie vorstellen. Ich möchte den Rest meines Lebens mit ihr verbringen. Mir ist es sehr wichtig, dass ihre Eltern damit einverstanden sind. Deshalb werde ich erst ihren Vater und ihre Mutter um Erlaubnis bitten, bevor ich ihr einen Heiratsantrag mache. Mir ist es sehr wichtig, dass ihre Eltern damit einverstanden sind. Deshalb werde ich erst ihren Vater und ihre Mutter um Erlaubnis bitten, bevor ich ihr einen Heiratsantrag mache. Ich hoffe, ihre Eltern sind glücklich mit meiner Entscheidung. Ich hoffe, ihre Eltern sind glücklich mit meiner Entscheidung. Zu Lauras Mutter habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Sie weiß, wie viel mir an ihrer Tochter liegt. Bei ihr bin ich mir sicher, dass sie sich über die Neuigkeiten freuen wird. Zu Lauras Mutter habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Sie weiß, wie viel mir an ihrer Tochter liegt. Bei ihr bin ich mir sicher, dass sie sich über die Neuigkeiten freuen wird. Ihr Vater macht mir aber etwas Sorgen. Er war schon immer sehr schwer zu überzeugen und manchmal habe ich das Gefühl, dass er denkt, dass ich nicht gut genug für seine Tochter bin. Ihr Vater macht mir aber etwas Sorgen. Er war schon immer sehr schwer zu überzeugen und manchmal habe ich das Gefühl, dass er denkt, dass ich nicht gut genug für seine Tochter bin. Ich muss ihm klar machen, dass ich seine Tochter liebe und alles dafür tun werde, dass sie glücklich wird. Ich muss ihm klar machen, dass ich seine Tochter liebe und alles dafür tun werde, dass sie glücklich wird. So, hier ist das Haus von Lauras Eltern. Ganz ruhig, Markus, du schaffst das. So, hier ist das Haus von Lauras Eltern. Ganz ruhig, Markus, du schaffst das. Hallo Markus, das ist aber eine schöne Überraschung. Was führt dich denn zu uns? Hallo Markus, das ist aber eine schöne Überraschung. Was führt dich denn zu uns? Hallo Martha, hallo Helmut. Ich bin heute hergekommen, weil ich etwas Wichtiges mit euch zu besprechen habe. Hallo Martha, hallo Helmut. Ich bin heute hergekommen, weil ich etwas Wichtiges mit euch zu besprechen habe. Was gibt es denn so Wichtiges zu erzählen, Markus? Was gibt es denn so Wichtiges zu erzählen, Markus? Naja, also, wie ihr wisst, bin ich jetzt schon seit 2 Jahren mit Laura zusammen. Naja, also wie ihr wisst, bin ich jetzt schon seit 2 Jahren mit Laura zusammen. Ja, das ist uns bekannt. Ja, das ist uns bekannt. Ich bin wirklich sehr glücklich in der Beziehung und Laura auch. Ich denke, es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich bin wirklich sehr glücklich in der Beziehung und Laura auch. Ich denke, es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen.
Was meinst du damit, den nächsten Schritt gehen? Was meinst du damit, den nächsten Schritt gehen? Ich möchte noch sagen, dass ich Laura wirklich über alles liebe und alles dafür tun werde, dass sie glücklich ist. Ich möchte noch sagen, dass ich Laura wirklich über alles liebe und alles dafür tun werde, dass sie glücklich ist. Das weiß ich, Markus. Das weiß ich, Markus. Was genau willst du uns denn fragen? Was genau willst du uns denn fragen? Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ich Laura heiraten möchte. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ich Laura heiraten möchte. Bevor ich sie frage, wollte ich euch um Erlaubnis bitten. Ich werde sie erst fragen, wenn ihr damit einverstanden seid, dass ich eure Tochter heiraten möchte. Bevor ich sie frage, wollte ich euch um Erlaubnis bitten. Ich werde sie erst fragen, wenn ihr damit einverstanden seid, dass ich eure Tochter heiraten möchte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Markus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Markus. Bist du dir sicher, dass du für unsere Tochter sorgen kannst? Wenn ich mich richtig erinnere, dann läuft es beruflich gerade bei dir nicht so gut. Bist du dir sicher, dass du für unsere Tochter sorgen kannst? Wenn ich mich richtig erinnere, dann läuft es beruflich gerade bei dir nicht so gut. Ja, ich bin dabei, mich beruflich neu zu orientieren. Aber ich habe schon ein paar vielversprechende Angebote erhalten. Ja, ich bin dabei, mich beruflich neu zu orientieren. Aber ich habe schon ein paar vielversprechende Angebote erhalten. Angebote? Also nichts Sicheres? Angebote. Also nichts Sicheres. Nein, noch ist nichts sicher. Aber das hat nichts mit meinen Absichten, ihre Tochter zu heiraten, zu tun. Nein, noch ist nichts sicher. Aber das hat nichts mit meinen Absichten, ihre Tochter zu heiraten, zu tun. Also, mir ist nur wichtig, dass Laura glücklich ist. Wenn sie die Hochzeit auch möchte, dann habe ich nichts einzuwenden. Also mir ist nur wichtig, dass Laura glücklich ist. Wenn sie die Hochzeit auch möchte, dann habe ich nichts einzuwenden. Danke, Martha. Ich möchte Laura unbedingt zu meiner Frau machen. Ich bin mir sicher, dass sie Ja sagen wird. Danke, Martha. Ich möchte Laura unbedingt zu meiner Frau machen. Ich bin mir sicher, dass sie Ja sagen wird. Und wie genau stellst du dir eure gemeinsame Zukunft vor? Und wie genau stellst du dir eure gemeinsame Zukunft vor? Ich würde nach der Hochzeit gerne für ein paar Wochen nach Thailand fliegen, um dort die Flitterwochen zu verbringen. Ich würde nach der Hochzeit gerne für ein paar Wochen nach Thailand fliegen, um dort die Flitterwochen zu verbringen. Danach möchte ich hier in der Nähe ein Haus kaufen, damit wir immer in eurer Nähe sind und ihr, wenn es soweit ist, viel Zeit mit euren Enkelkindern verbringen könnt. Danach möchte ich hier in der Nähe ein Haus kaufen, damit wir immer in eurer Nähe sind und ihr, wenn es soweit ist, viel Zeit mit euren Enkelkindern verbringen könnt. Das klingt wundervoll. Das klingt wundervoll. Dir muss klar sein, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn du diese Entscheidung triffst, Markus. Dir muss klar sein, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn du diese Entscheidung triffst, Markus. Das ist mir bewusst, Helmut. Das ist mir bewusst, Helmut. Bist du dir wirklich zu 100% sicher, dass du mit Laura bis ans Ende deines Lebens zusammen sein möchtest?
bist du dir wirklich zu 100% sicher, dass du mit Laura bis ans Ende deines Lebens zusammen sein möchtest? Ja, ich war mir in meinem ganzen Leben noch nie so sicher. Ja, ich war mir in meinem ganzen Leben noch nie so sicher. Dann hast du unseren Segen, Markus. Wir haben nichts einzuwenden, solange Laura dich ebenfalls heiraten möchte. Dann hast du unseren Segen, Markus. Wir haben nichts einzuwenden, solange Laura dich ebenfalls heiraten möchte. Und wir freuen uns, dass du bald Teil unserer Familie wirst. Und wir freuen uns, dass du bald Teil unserer Familie wirst. Danke, Helmut und Martha. Ich verspreche, dass ich euch nicht enttäuschen werde. Danke, Helmut und Martha. Ich verspreche, dass ich euch nicht enttäuschen werde. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!